So Leute, wie angekündigt, wir sind jetzt im zweiten Video. Wir sind an einer weiteren Uferlagerung und wir haben jetzt noch ein bisschen Verstärkung mitgenommen, weil wir heute hier ein bisschen mehr noch drauf Acht geben müssen, zusätzlich aufgrund von CO2. Wir haben jetzt hier schon das erste Relikt in dieser Anlage, und zwar ist das hier so ein Schlitten, wo man Material befördern konnte. Und ja, wir gehen jetzt erstmal hier in die Anlage rein. Und was habt ihr jetzt gesagt? Das ist vom Sprengmittel? Ja, ist eine Sprengkapsel oder? Wie ein Zünder rein, ne? Ah, okay. Sogar an der Seite noch Isolatoren. Und hier geht es auch direkt nach unten. Also hier haben wir jetzt schon ein ganz anderes Kaliber auch von den Dimensionen her, von den Strecken. Aber Holz gibt nur so viel CO2 ab, wie es im Laufe des Wachstums auch gespeichert wird. Also nicht so viel, ne? Da hat man den. Holz, ne? Mhm. Aber ich glaube, das wird nicht unser größtes Problem sein mit dem CO2. Ja, deshalb auch nochmal an euch gerichtet. Das auf keinen Fall nachmachen. Also nur mit entsprechender Erfahrung und Ausrüstung. Ansonsten grundsätzlich ist davon abzuraten. Wir dokumentieren die Anlage jetzt hier noch einmal für euch in dem Zustand. Immer noch ganz schön entsprechende Bohrungen, und hier hat auch jemand ein paar Striche dran gezeichnet. Aber jetzt, Christoph, waren wir uns nicht ganz einig, was hier letztendlich produziert werden sollte, ne? Oder? Also nachgelesen hatten wir, dass halt entsprechend Visiereinrichtungen, optische Hilfsmittel für die Infanterie produziert werden sollten. Aber dazu ist es hier in dem Fall auch gar nicht gekommen. Genau. So, ihr könnt sehen, jetzt hier, es geht jetzt einmal nach unten. Und so wie wir es jetzt von Christoph gesagt bekommen haben, werden wir jetzt auch noch einige Verbrüche übersteigen. Hier haben wir jetzt schon wieder das nächste Relikt. Das wird jetzt hier zu dem Gleis mitgehören. Hier auch. Was steht denn da drauf? Muss mal kurz, weil ich habe hier den kleinen Scheinwerfer, weil mit der Lampe ist es dann ein bisschen zu überbelichtet. So, jetzt müsste es gehen. Ich kann es aber ehrlich gesagt gar nicht lesen. Ne. Nee, ich kann es nicht lesen. Nee. Bahnen. Nee, schwierig, ne? Ja. Aber auf jeden Fall hier mal wieder ein Relikt. Meinst du, das ist noch aus der Zeit? Ja. Krass. Aber die werden den Brecher ein bisschen abgefangen haben, oder? Ich glaube auch. Ich vermute den Riss.
Dass sie das nur in den Riss gestopft Haben haben. die diesen Riss hier abgefangen? Ja, das ist ja, guck mal, eine Anomalie vom Fels, ne? Hör mal. Der sich hier komplett durchzieht. Uiuiuiui. Die zieht runter. Ja. Quasi? Ja. Oder ist das vielleicht ein Zugang zu dem Einloch, Müssen wir mal ein Senklot wo wir runterlassen. noch rein wollen? Nein, das ist ja ganz woanders, an einer ganz anderen Stelle. Aber hier wäre mal ein Senklot interessant. Ganz leichter Luftzug Weil das geht ja geradeaus. Das ist ja wie, ob da jemand was da reingemauert hätte. Guck mal selber rein da. Ich wollte auch gerade sagen, von der Seite sah es auch schon so aus, als ob das hier irgendwie so sehr, sehr glatt ist. Nach oben hinweg. Ja, gut. Schwierig, ne? Könnte auch ausgespült sein, aber es sieht sehr, sehr glatt aus. Wirklich sehr glatt. Ja, gerissen und Mit Lüftungsschlitz. Ui, aber du kannst das an der Seite sehen, da geht es richtig weit nach unten. Ja. Uiuiui. da, ja. Da, wo es gerade reinfällt. Und es kommt Luft durch. Ja. Krass. Also, So, ist dann doch schon so, dass wir jetzt hier rechts und links immer wieder ja, diverse Relikte finden und wie da eben, da oben sind sogar noch ja, Zugänge. Was es jetzt letztendlich ist, ob es jetzt nur eine Bewetterung war oder irgendwas anderes in ja, einem anderen Bereich dieser Anlage, das ist schon wirklich interessant. Und dahin kommen die nächsten. Hier wird es auch so richtig intensiv vom Geruch. Da oben geht's auch wieder weiter. Da wird wohl wahrscheinlich wieder ein Eingang oder so gewesen sein. Ne? Ja, Als da wieder so. hier ein einsamer Stempel. Hast du was gefunden? Ja. Kasi! Komm mal ran hier ist die Rolle. Ah jo, da hinten, ne? Jo, eine ganz große, irgendwas ganz Eine Großes. Umlenkrolle, eine riesengroße Umlenkrolle, die ich auch vorher noch nie gesehen habe. Ja Leute, jetzt seid ihr live dabei. So wie hier. Was entdecken, was die Herrschaften nach gefühlten 100 Befahrungen jetzt auch zum ersten Mal sehen. Das ist ja besonders klasse für uns natürlich. Die sehen wir auch zum ersten Mal. Echt? Ja. Hey, guck mal. Die habe ich vorher auch noch nie gesehen. Hä, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Scheiße. Ich habe die noch sofort in den Abteil bin ich noch nie reingegangen, weil er immer gesagt worden ist, der verläuft blind. Ja, siehst du, man darf nicht auf die anderen hören. Solange du nicht selber gesehen hast, ne? Ja. Ist das krass. Ja Leute, jetzt können wir mal sehen. Wir haben jetzt live etwas entdeckt, was hier schon lange keiner mehr gesehen hat, so wie es ausschaut. Was meinst du, was ist das genau? Also ich denke mal, das war eine Umlaufrolle. Und zwar wegen hier ging es wohl runter. Da wurde hier Material hochgezogen. Da siehst du ja auch noch Sachen, die da liegen. Ah ja, stimmt. Dazu. So eine Art Schrägaufzug Genau. halt, ne? Und hier läuft auch eine Schiene her. Also das ist Und eine auch das Wasserleitung, alles, ja. Eine Wasserleitung, Schienen laufen hier her. Also alles, was ich auch zum ersten Mal gesehen habe. Wow. Krass. Kasi? Ja, die kommen alle, ja. Das ist ja mal ein starkes Stück. Ja.
Umlenkrolle, Schrägaufzug, irgendwas in dieser Richtung wird das hier gewesen sein. Hier haben wir noch ein weiteres Konstrukt. Da ist noch die Schiene und so weiter dabei. Wow. Krass. Tja. Wollen wir lieber auf Dennis warten, weil der hat eine Fackel mit. Ja. Christoph, warte lieber. Weil hier ist ja jetzt dieses CO2-Dingen hier oben angesprüht, ne? Ja, also das ist jetzt wirklich merkwürdig. Normalerweise wäre jetzt hier schon ja, weiter unten zumindest jetzt CO2 in Kniehöhe ungefähr. Aber wir sind jetzt alle gerade verwundert. Auch Christoph und seine Kameraden, die jetzt hier durchgehen, dass hier kein CO2 jetzt aktuell ist. Schließt eigentlich auf eine bessere Bewetterung jetzt. Warum, wieso, weshalb, ja, wird sich jetzt zeigen. Wir werden da auf jeden Fall einmal da schauen, wie weit das Ganze geht. Natürlich in entsprechender Sicherung. Und jetzt noch einmal für euch, wir haben jetzt gerade die Situation, dass hier eigentlich ein Zugang ist, eine Strecke, die normalerweise auch CO2 enthält. Heute scheinbar nicht in der gesamten Befahrung. Wir hatten jetzt hier vorne immer noch Sauerstoffgehalt von 20,9. Und ja, die Kameraden sind dann jetzt schon eine Weile reinmarschiert, kommen jetzt zurück. Wir hatten jetzt irgendwas mal gehört zwischenzeitlich von einem 19er Wert, aber das werden die uns bestimmt gleich berichten. So, wir machen jetzt diesen Test in einem weiteren Bereich, der normalerweise stark CO2 führt. Testen das auch gleichzeitig einfach mal mit einer Fackel. Ganz rudimentär, aber haben natürlich auch die Messgeräte hier mit dabei. 20,9. So, hier ist schon ein bisschen Wasser. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee, aber krass. wir sitzen hier jetzt in 20,9. 20,9. Hier ist unverändert. Also die Fackel fackelt vor sich hin. Auch geil. Krass. Und hier war die ja auch noch nie, ne? Nee. Alter Schwede. Da weißt du mal. Aber was mich jetzt normalerweise stört, normalerweise behält die CO2 im Wasser. Es müsste doch hier unten stehen. Tja, du hast ja aber gerade mal 4600 ppm. Ja, also auch fast nichts. Es ist nichts, es ist also nicht annähernd schädlich. Ja, jetzt haben wir hier ein weiteres Relikt. So, Holztrommel. Oh, hier ist das mit dem Ketten. Hier sehen wir jetzt die Ketten. Oberleitung.
Ist sogar noch der Draht dran hier an der Oberleitung. Das ist jetzt der erste Teil der Kettenbahn, ne? Ja, jetzt könnt ihr euch das hier mal anschauen. Das sieht schon wirklich spektakulär aus. Hier liegt also wirklich noch sehr viel Material auch rum. Diverse Ketten. Hier ist wahrscheinlich so eine Weiche, wo so ein Teller drauf ist, um die Lohen zu verschieben. Boah. Ach du grüne Leute, ja. Ah, hier ist es schon einmal eingestürzt, ne? Ja, hier ist dieser Verbau, ne? Verbrochen von der Bahn, leider. Habt ihr das noch im intakten Zustand gesehen? Nee. Auch nicht? Nee. Also schon länger her. Ja. Mhm. Boah. Wir müssen jetzt ein bisschen den Kopf einziehen. Aber auch hier ist das Antriebsrad, das ist ja gigantisch. Boah. Wirklich Wahnsinn. Ach, meine Güte. Ist das krass. Ist das krass. So, machen wir eben den Christoph so ein bisschen hier als Vergleich, damit ihr das mal wieder sehen könnt, von was für Dimensionen wir hier sprechen. Und es funktioniert sogar noch. Boah. Das ist wirklich... Ach, da hinten ist das Kontergewicht dran, ne? Wahnsinn. Ach, tatsächlich. Bewegt sich jetzt das Kontergewicht hier. Eieieiei. Ja. Da haben sogar welche ihren Müll versteckt, genau unter dem Kontergewicht. Krass. Boah. Also Christoph dreht da jetzt hier an diesem Schwungrad und kann dadurch jetzt hier, also es ist noch voll gangbar. Krass. Aber soll ich mal loslassen? Ja. Aber es geht ziemlich geschmeidig nach unten, das Gewicht, ne? Das fällt nicht einfach so abrupt nach unten. Ja. Also wegen dem Spannrad hier. Ach so. Das ist nämlich gerade, wo er losgelassen hat, ganz sinnig nach hinten los. Ah, okay. Aber ich finde es immer beeindruckend, sowas alles im Weg zu spielen. Ja, Irgendwie hier runter zu bekommen. richtig. Ne? Und das dann alles funktioniert. Ja. Das waren ja alles massive Teile, die wurden ja nicht erst, Genau. ne, vor allen Dingen die Schwungräder und so weiter, die sind ja genau so hier runtergekommen. Ganz genau. Funktioniert das auch noch? Egal in welche Richtung du drehst, du kannst hier nicht viel drehen, weil dort die Hauptspannung auf den Verbruch liegt von der Hauptförderstrecke. Ja. Sieht man gleich nochmal. Mhm. Dies hier geht leider nicht allzu weit. Aber wir sind Aber trotzdem, ja. mit Bremsen auch, ne? Tatsächlich, ja. Ach, da musst du lösen, okay. Wahnsinn, ey.
Ist das krass. Zieh mal die Stelle, den Stift zurück. Boah. Derzeit noch. So leichtgängig, ne? Weil halt auch schön ausgebaut ist. Wow. Aber den sehen wir halt auf der anderen Seite gleich nochmal ein bisschen besser. Okay, weil du da kommst Bisschen auch hin. eindeutiger. Auch hier mit den Loren. Hat er sich wieder versteckt. Das ist deutsche Ingenieurkommission. Blumengeschichte. Ja, definitiv. Ja, sowas in der Richtung haben wir doch auch in Frankreich in einer. Ich wollte gerade sagen, die große, ne? Die große Version. Aber nicht so schön noch mit den Ketten und allen Zip und Zap. Da hast du ja nur die Schwungräder oben gehabt. Ja. Hier noch die ganzen Loren. Wow. Irgendwoher kenne ich das Bild. Melanie, das Bild, was jetzt kommt, kennst du irgendwoher. Krass. Und was war das hier für ein Teil? Ja, gute Frage. Wir haben es noch nicht identifizieren können. Sieht aus, als ob hier mal irgendwas, vielleicht ein Panel drin war für irgendeine Elektronik, dass du hier irgendwas hättest starten können. Oder hatten die hier überhaupt gar keine Armaturen drin? Eigentlich schon, hier ist ja überall Oberleitung und alles. Also Ja, Strom klar. lag ja an. Ja. Hat man ja auch eben den dicken Verteilerkasten gesehen. Stimmt, genau. Cool. Ja, das sind jetzt praktisch die Loren, die wir jetzt da auf der Einstrecke gesehen haben, die schon verschüttet waren. Und hier stehen sie jetzt nochmal in ihrem ursprünglichen Zustand. Das waren die, die wir gerade da verschüttet gesehen haben. Ja. Klar, hier wurde das eingehangen, ne? Die Kette. Ja, tatsächlich, ja.
Ja, sofort runter. 19,5. 18,8. 17,8. Ja, die ganze. 16,9. Scheiße. Ich stelle immer einen Unbedarf vor, hätte ich mir gedacht. Wenn einer mal. Wir laufen in die Intro. Wie Christoph? Nein? Das ist 2009. Ich kenn's voller Freund. Der Messer. Das ist mein lieber Freund. Meine Pulle. Den und den die Literzahl. Reden wir um. Was halt auch besonders schön ist, es sind halt keine Schmierereien oder ja, irgendwie, dass es halt von sich aus halt langsam zusammenfällt irgendwie, ne? Ja. Natürliche Pfeffer. Ja. Christoph? Ja. Gibt's mal ein Packen? Das sieht man halt die andere Seite von dem Verbruch, ne? Ach, wo wir vorhin standen. Ah, das meinst du, ja, okay. Aber hier könnte man theoretisch ganz normal hinlaufen, ne? Kann man hier durchgehen oder ist was? Nein, hier kann man durchgehen. Ja, ja. Oh. So, Christoph sagte eben, jetzt erst beginnt der Teil der Uferlagerung, also das, was wir jetzt alles schon gesehen haben, und das war richtig viel, war alles noch reguläres Bergwerk. Und jetzt gehen wir zu der UV. So, hier haben wir jetzt die Toiletten, die Latrinen, Uferlagerung. Alles gemauert hier. Andy ist schon dran. Toiletten hier, ne? Draußen war so ein Schnipsel von der Zeitung. Lag draußen noch? Mhm. Zigarren oder Zigaretten, ne? Ja. Überall sind hier noch Relikte verstreut. Kisten, zumindest die Reste davon. Schuhe sogar noch. Alte Schuhe noch. Das ist wirklich Wahnsinn hier. Auch hier stimmt irgendwas von Sprengmitteln. Guck dir das mal an, Andy, ey. Wie viele Relikte. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier Schuhe auch noch. Ja, Schuhe, alles. Guck mal hier, die alte Zeitschrift. Hier ist sogar noch altdeutsche Schrift drauf. Eine Fahr irgendwas. 22. November. Mehr kann ich nicht lesen. Ist das krass. Das ist wirklich krass. Auch noch alte Zeitschriften. Hier steht es noch Reichsbahndirektionsbezirk. Hier ist noch altes Papier irgendwie. Boah. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl auch. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen violett ist, von den Sprengsachen hier, von den Sprengkapseln. Hier ist auch noch mal so ein
Also das ist wieder richtig interessant. Es ist auch alles von so einer Sprengverpackung. Ja, hier haben sie, sagt Andy, schon alles reingefeuert. Hier sind ja auch unzählige Kisten. Wer weiß, was unter dem Schuttberg liegt. Krass, ey. Ja, das ist wirklich toll, wenn man sowas noch findet. Hier irgendeine Metalldose. Also ich glaube, hier haben die Sprengkisten reingefeuert. Hier steht auch noch deutsche irgendwas. Deutsche, kann man sehr schwer lesen. Deutsche und dann GMD, Abkürzung. Hier ist noch ein Metallteil. Ihr seht, hier sind überall Reste von Kisten. Ohne Ende Kisten. Wer weiß, was hier unter diesem Schuttberg noch liegt. Also wir haben jetzt gerade hier Relikt gefunden. Was hast du gerade vorgelesen gehabt? Kloster Lechfeld, GmbH. Ob das eventuell ein Indiz dafür ist, was hier letztendlich produziert wurde. Wir vermuten mal vielleicht für die Funkgeräte. Aber das müssen wir noch nachrecherchieren und dann wird man das hier auch einblenden. Sehr schön. Also wir haben jetzt hier gerade noch eine Art Pilz gefunden, der hier wirklich über das komplette Gestein geht und sich da höchstwahrscheinlich von dem Holz auch noch die Nährstoffe holt. Das ist wie so ein Teppich hier. Alles, das sieht im ersten Blick auch so aus wie versindert, aber ist es gar nicht. Von dem Holz hier wahrscheinlich. Ne? Lässt sich halt auf Foto und Video sehr gut dokumentieren. Ne? Im Prinzip wird es ja mit dem Flugfeuerzeug auch sehr gut funktionieren. Ne? Wie so Leichen irgendwie, die, keine Ahnung. Und wurden die das abtransportiert? Eine von zwei. Das ist schon wieder. Ja. Nur das, alleine nur das hier unten. Nur dafür hätte sich das gelohnt. Ja, das sind 11 Meter Wände. Das ist einfach nur eine spartanische Wand hochgezogen. Ne? Weil? Aber das ist später, ne? Ob das für die Uferlagerung halt wie so eine Art Sichtschutz und um die so ein bisschen alt. Was ist denn der Ausrahmen? Ausrahmen ist Leuchtmittel. Ja. Ja, das ist auch die Lampe. Eine ganz alte Verpackung haben wir jetzt hier auch noch gefunden. Also hier finden wir wirklich richtig viel. Wirklich sehr schön. Sagen, ne? So Weil, sieht die nämlich aus. weißt du, das ist hier so eine Rolle. Die rollst du eigentlich zusammen und dann kommt hier der Gurt drüber. Ja, hast recht, das ist für Kartenmaterial. Genauso wie da vorne auch noch eine liegt. Ist das krass, ey. Was man hier noch an Relikten findet, ey. Unfassbar. Der Griff dafür, genau. Hat Oma Klinken das noch? Wollte ich gerade sagen.
Frage ist, wer weiß, was die unter was versucht haben, jetzt zu vertuschen oder zu verbrennen. Ja, das stimmt schon. Hier hast du auch wie so eine Art von einem Ordner oder sowas. So ein Block, Ja. eine Art Liste oder so. Ja. Das kann schon sein, ne? Warum sollte da was angezündet sein? Das ergibt ja auch irgendwie keinen Sinn, ne? Nee. Komisch. Hast du das denn das letzte Mal schon gesehen? Also das Angezündete wusste ich, aber darauf habe ich gar nicht so geachtet, weil das... Das hier mit diesem Koffer jetzt hier, das ist auch so ein bisschen neu. Ja, oder so ein kleiner Koffer oder sowas, ein Lederkoffer. Aber es ist auch alt, ne? Ist ja nichts Neues. Krass. Im Geschmack. X-Akten ungelöst. Also hier haben die irgendwie so ein bisschen so ein paar Sachen verbrannt. Was war das hier? Meine Kabelrolle? Also wir haben jetzt wirklich schon einige Relikte gefunden hier. Auch hier unten, das ist alles verbrannt worden. Warum auch immer. Vielleicht gab es hier noch ein Lager mit Unterlagen und das haben die dann verbrannt. Also hier liegen noch so viele Relikte rum. Aus der Zeit, das muss man sich mal wirklich geben. Aus der Zeit liegen die Sachen hier noch. Das ist wirklich Wahnsinn. Im CO2-Tunnel geht es jetzt nochmal eine andere Ausbauebene der Uferlagerung. Hier ist auch schon leider versenkt. Achtung, Stein, Andy. Alles gut. Geht ja nur geradeaus. Quasi. Quasi. Okay. Also das ist praktisch dann der letzte Abschnitt, den die noch vorbereitet haben. Genau. Also hier. Hm. Oben geht es natürlich noch ein bisschen Und weiter. hier, das ist das, was du meintest, ne? Dass Genau. du das hier nochmal mit weiß. Die werden jetzt aber gleich nochmal oben noch extremer. Was ich hier bei hier schon das erste Mal sehe, ist, dass wie ein Pilz aussieht. Hm, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, je nachdem, mit was sie das gemacht haben, ne? Ja. Also ist hier praktisch der letzte Ausbau in dem Bereich und hier wollten sie jetzt noch weitermachen. Ja, also hier haben wir nochmal dieses Phänomen mit dieser Strichliste, wo man jetzt nicht ganz genau nachvollziehen kann, für was das hier angeschrieben wurde. Und auf der anderen Seite auch. Und komischerweise auch da unten, ne? So komisch irgendwie. Das war im Bergbau so, ne? Wo die dann ihr Sollschule gekriegt haben. Also hat er uns doch mal erklärt wo wir da in Thüringen waren, im Stollen. Das sind aber normale Striche und das sind irgendwie horizontale Ja, Striche. genau. Na gut, kann durchaus sein, Jörg, ne? Weil da unten geht's ja noch weiter, ne? Das ist ja richtig viel hier. Stimmt, ne? Ja. Gut, das kann für den Stollen sein, das kann für den Stollen sein. Hier unten liegt auch noch ein Schuh. Na gut, macht Sinn. Heute nicht weiter. Also wollte ich gerade sagen.
Auch noch eine alte Lore. Ja Leute, also das, was wir hier drin vorfinden, ist wirklich krass. Ja, ich blende jetzt hier nochmal zu Melanie. Wir sind jetzt praktisch auf dem Rückweg. Die Kamera geht auch langsam schon zu Neige von dem Akku. Deshalb würde ich hier an dieser Stelle das Video erstmal beenden. Vielen Dank geht auch nochmal an Christoph und seine Kameraden raus, die uns hier so ein bisschen auch durch die Grube geführt haben und uns ja, den rechten Weg praktisch gezeigt haben, weil man kann hier unendlich abzweigen, kommt dann aber halt in irgendwelche Abbaufelder und die Grube ist halt auch schon groß, dass man wirklich hier gezielt durchlaufen konnte. Das geht also wie gesagt nochmal großen Dank raus. Und ja, viel von der eigentlichen Uferlagerung war jetzt hier in dem Sinne halt nicht mehr zu sehen, ganz anders wie in der Uferlagerung davor, weil der Ausbau nicht so weit war. Dafür aber viel ja, Bergmännisches, also die Kettenbahn, extrem viele Relikte aus der Zeit, Zeitungen, Ledermappen, Lederrollen und weiteres. Also das ist schon wirklich immens. Auch hier, wenn ihr das nochmal seht, die Lore und so weiter. Andy ist auch gerade nochmal da hochgegangen mit den Kollegen und schauen da auch nochmal. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt dieses Video, wünschen euch viel Spaß auf unserem Kanal, lasst auf jeden Fall noch ein paar Kommentare da und gebt uns auch ein Abo und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Macht's gut!